Unser heutiges Thema ist die Reifeneffizienz. Und das Hauptkriterium für den Kraftstoffverbrauch eines Reifens ist sein Rollwiderstand. Und der wiederum hängt maßgeblich vom Reifendruck ab. Es gilt also, diesen Reifenluftdruck regelmäßig zu kontrollieren, vorzugsweise vor Antritt der Fahrt am kalten Reifen. Denn ein zu niedriger Reifendruck erhöht nicht nur den Verbrauch, sondern senkt auch signifikant die Performance des Reifens, sprich seine Laufleistung. Zudem lässt zu geringer Reifendruck euren Auflieger schwimmen. Und durch das sogenannte Walken kann der Reifen so stark erhitzt werden, dass sich die Lauffläche ablösen kann und im Worst Case sogar der Reifen in Brand gerät. Aber selbst ein korrekt auf 9 Bar aufgepumpter Reifen walkt. Das heißt, er verformt sich und geht dann wieder zurück in seine Ursprungsform. Und je geringer diese sogenannte innere Reibung ausfällt, umso geringer ist der Energieaufwand, um den Sattelzug in Bewegung zu halten. Einen schnellen Überblick über die Reifeneffizienz liefert euch das EU-Reifenlabel A bis G. Die Reifeneffizienz A ist natürlich nur dem Musterschüler Leichtlaufreifen mit dem geringsten Rollwiderstand vorbehalten. Und je weiter es in Richtung G geht, umso mehr steigt der Durst. Starken Einfluss auf den Verbrauch hat natürlich auch das Laufflächenprofil. Der Leichtlaufreifen mit der Domäne Highway Fernverkehr ist in der Regel etwas härter, walkt somit weniger und hat in seinen ebenso breiten wie tiefen Längsrillen primär die Aufgabe, möglichst viel Wasser abzutransportieren. Das Profil eines M&S-Reifens mit seinen Stollen sorgt eher für besseren Grip auf Schnee und Matsch. Wegen dieser Stollen oder Profilblöcke ist der Traktionsreifen aber auch ungleich lauter als der Kilometerkönig. Die Profilblöcke schlagen auf den Asphalt auf, verformen sich dabei, komprimieren die Luft zwischen den Blöcken, die dann sehr laut vernehmlich wieder austritt. Wir reden über das sogenannte Airpumping. Stellt sich abschließend nur noch die Frage, wie kommen die verschiedenen Profile auf die Lauffläche?